Zwei Männer, zwei Haustüren, direkt nebeneinander. Gleiches Alter, fast aufs Gleiche dasselbe Gehalt. Und beide wollen dasselbe. Mit 50 nicht mehr arbeiten müssen. Frei sein. 10 Jahre später ist der eine auf dem besten Weg dorthin und der andere weiter weg davon als am Anfang. Der Unterschied war nicht das Einkommen. Es war eine einzige Entscheidung, die einer jeden Monat wiederholt hat. Und das Verrückte ist, hättest du die beiden in Jahr eins gesehen, hättest du auf den Falschen gesetzt. Ziemlich sicher. Genau wie Paul. Also, das ist Paul. Paul wohnt genau gegenüber und hat die beiden 10 Jahre lang beobachtet. Anfangs hat er den einen beneidet. Am Ende hat er verstanden, dass er die ganze Zeit auf den Falschen geschaut hat. Denn echtes Vermögen passiert nicht da, wo es glänzt. Es wächst im Stillen, auf einem Konto, von dem niemand etwas ahnt. Genau darum geht es auf diesem Kanal. Um die Seite des Geldes, die dir sonst niemand zeigt. Fangen wir an. Bei Null. Das ist Marco. Marco ist der Typ, den die ganze Straße kennt. Gepflegt, selbstbewusst, immer einen Schritt voraus. Und vor allem, Marco fährt jeden Morgen das schönste Auto der Straße aus der Einfahrt. Und das ist Tim. Tim wohnt nebenan. Gleicher Jobtyp, gleiches Gehalt, fast aufs Jahr gleich alt. Nur fällt Tim niemandem auf. Er fährt einen unscheinbaren, schon etwas älteren Kombi. Naja, neben Marco wirkt er fast ein bisschen langweilig. Merkt ihr das gut? Die beiden verdienen praktisch dasselbe. Was gleich passiert, hat also nichts mit dem Gehalt zu tun. Es hat damit zu tun, was jeder von ihnen mit diesem Gehalt macht. Und beide haben dasselbe Ziel vor Augen. Mit 50 frei sein. Nur Paul ist sich damals bei einer Sache sicher. Wenn einer der beiden das schafft, dann Marco. Also gut, schauen wir, ob er recht behält. Jahr 1. Marco holt sich einen Neuwagen. 40.000 Euro, frisch aus dem Autohaus, riecht noch nach Leder. Die ganze Straße dreht sich um. Marco ist angekommen. Tim? Tim fährt weiter seinen alten Kombi. Der ist abbezahlt, läuft, bringt ihn von A nach B. Niemand dreht sich um. Tja, neben Marcos neuem Wagen sieht er fast ein bisschen ärmlich aus. Und jetzt kommt der Punkt, den fast jeder übersieht. Marco hat den Wagen nicht bar bezahlt. Fast niemand tut das. In Deutschland wird nur etwa jeder 6. Neuwagen bar gekauft, der Rest läuft auf Kredit oder Leasing. Allein die Finanzierung kostet Marco jetzt rund 300 Euro im Monat. Jeden Monat, jahrelang. Und es kommt schlimmer. Ein Neuwagen verliert in den ersten 3 Jahren rund die Hälfte seines Werts. Aus 40.000 werden gut 20. Das Auto schrumpft, während Marco es abbezahlt. Er zahlt für etwas, das mit jedem Tag weniger wert ist. Aber das sieht in Jahr 1 niemand. In Jahr 1 sieht man nur, Marco hat gewonnen, Tim ist der Spießer von nebenan. Paul übrigens auch dieser Meinung. Spulen wir vor. Jahr 3. Marcos Auto ist jetzt nicht mehr das Neueste. Und für Marco fühlt sich das an wie ein Problem. Also holt er sich das nächste. Größer, schicker, neue Rate. Der alte Wagen geht weg, mit Verlust, versteht sich. Marco ist immer noch der König der Straße. Aber unter der Oberfläche passiert etwas. Seine Raten hören nie auf. Kaum ist ein Auto fast abbezahlt, fängt er von vorne an. Er bezahlt seinen Status, dauerhaft, Monat für Monat. Und Tim? Tim fährt immer noch denselben alten Kombi. Aber jetzt passiert bei ihm zum ersten Mal etwas Interessantes. Genau den Betrag, den Marco jeden Monat für seine Finanzierung ausgibt, diese rund 300 Euro, nimmt Tim und legt ihn weg. Jeden Monat in einen breit gestreuten Weltaktienfonds. Nichts Aufregendes. Kein Geheimtipp, keine Wette. Einfach derselbe Betrag, den der Nachbar fürs Auto verbrennt, nur dass er bei Tim bleibt und anfängt, für ihn zu arbeiten. Nun, in Jahr 3 sieht man davon noch fast nichts. Tims Depot ist klein, Marcos Auto ist groß und glänzt. Müsstest du jetzt wählen, wärst du wahrscheinlich Marco. Die meisten wären's. Aber genau das ist die Falle. Was sichtbar ist, wirkt groß. Was im Stillen wächst, wirkt unbedeutend, bis es das plötzlich nicht mehr ist. Jahr 5. Und hier dreht sich die Geschichte zum ersten Mal. Nicht laut, ganz leise. Bei Marco kommt, was bei jedem irgendwann kommt, ein teurer Monat. Die Waschmaschine geht kaputt, eine Nachzahlung flattert rein, das Auto muss in die Werkstatt. Nichts Dramatisches. Aber Marco hat nichts auf der Seite. Jeder Euro war verplant. Fürs nächste Auto, für den Status. Und so muss Marco etwas tun, das er hasst. Einen Kredit für den ganz normalen Alltag aufnehmen. Er verdient gut und steht trotzdem mit dem Rücken zur Wand.
Hohes Einkommen, große Show, kein Polster. Tim. Gleiche Straße, gleicher Monat. Bei Tim geht auch die Waschmaschine kaputt. Aber Tim zahlt sie aus der Portokasse und denkt keine Sekunde drüber nach, weil da etwas ist, das ihn auffängt. Denn Tims Depot ist nach 5 Jahren kein Spielgeld mehr. 300 Euro im Monat, 5 Jahre lang. Plus die Erträge an der Börse, das sind inzwischen über 20.000 Euro. Geld, das arbeitet, während Tim schläft. Zum ersten Mal sind die beiden nicht mehr gleich auf. Von außen sieht es weiter so aus, als hätte Marco mehr. Neueres Auto, größerer Auftritt. Aber das Konto erzählt das Gegenteil. Tja, hier kippt es. Ab jetzt zieht der Unscheinbare davon und keiner in der Straße merkt es. Jetzt könntest du sagen, Moment, Tim hatte einfach Glück. Was, wenn die Börse abstürzt? Dann ist sein schönes Depot doch weg. Berechtigter Einwand. Und ja, Tims Depot schwankt. Der Markt kann auch mehrere Jahre am Stück fallen. In manchen Jahren steht da plötzlich weniger, als Tim überhaupt eingezahlt hat. Das fühlt sich mies an und genau daran scheitern die meisten. Sie verkaufen im schlechtesten Moment. Tim nicht. Er verkauft nicht. Er braucht das Geld nicht morgen. Er spart einfach stur weiter, auch wenn es gerade runtergeht. Und historisch lag die Rendite eines breit gestreuten Weltaktienindex über lange Zeiträume im Schnitt bei rund 7% pro Jahr. Mit teils heftigen Schwankungen, aber über 10, 15 Jahre hat sich Geduld bisher ausgezahlt. Marcos Auto dagegen schwankt nie. Es geht einfach jedes Jahr zuverlässig runter. Das ist der Unterschied. Tims Geld erholt sich. Marcos Auto erholt sich nie. Jahr 7. Und jetzt passiert das, worauf Tim die ganze Zeit gewartet hat, ohne es zu merken. Sein Depot wächst auf einmal schneller, als er einzahlt. Der größere Teil des Zuwachses kommt nicht mehr von Tim, sondern von den Erträgen, die selbst wieder Erträge bringen. Das ist der Zinseszins und er kommt spät, aber dann mit Wucht. Von außen? Von außen ist Marco immer noch der mit dem schöneren Auto. Niemand sieht den Schneeball nebenan. Und genau deshalb ahnt keiner, was in den nächsten 3 Jahren passiert. Jahr 10. Schau dir an, was aus den beiden geworden ist. Gleiches Gehalt, die ganze Zeit. Und 2 völlig verschiedene Leben. Marco fährt das schönste Auto seines Lebens und hat 0 Euro gespart. Konto am Monatsende leer. Das Auto ist vielleicht noch 15.000 wert und gehört zum Teil immer noch der Bank. Nach 10 Jahren harter Arbeit besitzt Marco im Grunde ein Auto, das jeden Tag weniger wert wird. Und Tim? Tim fährt immer noch einen alten Kombi. Aber in seinem Depot liegt jetzt ein Wert von über 50.000 Euro. Eingezahlt hat er nur das, was Marco fürs Auto verbrannt hat. Keinen Cent mehr verdient. Der Rest kam von der Zeit und vom Zinseszins. Kein Gewinnspiel, kein Erbe. Nur 10 Jahre Geduld. Und das ist nur das Depot. Rechne den Wertverlust dazu, den Marco über 3, 4 Neuwagen verbrannt hat und die Zinsen für seine Kredite. Dann ist der echte Abstand zwischen den beiden noch viel größer. Erinnerst du dich an den gemeinsamen Traum vom Anfang, mit 50 frei sein? Nach diesen 10 Jahren ist nur einer von beiden noch auf dem Weg dorthin. Der, den alle für den Erfolgreichen hielten, zittert jeden Monat. Und der Langweilige von nebenan ist der Einzige, der seinem Ziel wirklich näher gekommen ist. Es hat sich umgedreht und fast niemand hat es kommen sehen. Und Tim ist kein Einzelfall. Genau das fand die berühmte Studie hinter dem Buch Der Millionär von nebenan. Die meisten echten Vermögen gehören nicht den Spitzenverdienern und nicht den Erben, sondern den unscheinbaren Leuten, die jahrzehntelang weniger ausgegeben haben, als sie verdienten. Die wenigsten von ihnen fahren ein aktuelles Automodell. Naja. Und Paul am Fenster gegenüber? Paul hat 10 Jahre lang den Falschen bewundert. Heute weiß er das. Bleibt die Frage, warum fallen wir alle darauf rein? Warum bewundern wir Marco und übersehen Tim, obwohl der eine pleite ist und der andere frei? Grund 1. Wir sehen nur das Sichtbare, das Auto, die Uhr, den Auftritt. Aber genau das Sichtbare ist Geld, das schon ausgegeben wurde. Ein Vermögen dagegen ist per Definition unsichtbar. Es liegt auf einem Konto, nicht in einer Einfahrt. Grund 2.
Status ist eine Tretmühle. Jedes Mal, wenn Marco etwas Neues kauft, um zu beeindrucken, macht er jemand anderen reicher und sich selbst ärmer. Er bezahlt dauernd für die Meinung von Leuten, die in 2 Wochen wieder vergessen haben, was er fährt. Und Grund 3, der wichtigste. Echte Freiheit ist leise. Marco braucht die Blicke. Ohne Publikum fühlt sich der Wagen leer an. Tim braucht niemanden. Er weiß, was auf seinem Konto liegt, und das reicht ihm. Tja, wer wirklich abgesichert ist, muss es nicht zeigen. Das ist der ganze Unterschied zwischen reich aussehen und reich sein. Also, was heißt das für dich? Im Kern nur eins, und es braucht kein hohes Gehalt. Es geht nicht darum, was reinkommt, sondern um die Lücke zwischen dem, was reinkommt, und dem, was rausgeht. Tim und Marco hatten dieselbe Lücke zur Verfügung. Der eine hat sie jeden Monat zugeschüttet, der andere hat sie wachsen lassen. Und der größte Hebel ist fast immer das Auto. Es ist die teuerste Entscheidung, die die meisten Menschen rein aus Status treffen. Damit ist nichts gegen ein Auto gesagt, nur gegen das ewige Aufrüsten auf Pump. Jedes Statussymbol, das du nicht auf Kredit kaufst, ist kein Verzicht, sondern Geld, das ab morgen für dich arbeitet, statt gegen dich. Der Rest ist nur Zeit. Stiller Reichtum ist jahrelang langweilig, bis er plötzlich nicht mehr langweilig ist. Genau deshalb zieht es kaum jemand durch. Und genau deshalb erkennst du die, die es durchziehen, nie. Und genau das ist ein Schattenkonto. Kein Trick, kein Geheimnis. Nur ein Vermögen, das im Stillen wächst, weg von den Blicken, weg von der Tretmühle. Auf einem Konto, von dem niemand weiß. Das ist die Seite des Geldes, die dir sonst niemand zeigt. Und zum Schluss noch das. Erinnerst du dich an Tims über 50.000 Euro nach 10 Jahren? Lässt er sie einfach liegen und macht weiter wie bisher, werden über die nächsten 20 Jahre Hunderttausende daraus, ganz ohne mehr zu verdienen. So, unsichtbar und langweilig, entsteht in Wahrheit fast jeder Millionär von nebenan. Und du würdest ihn auf der Straße nie erkennen. Der Wagen, den du bewunderst, ist oft nur die teuerste Art, arm zu bleiben. Und der langweilige Nachbar im alten Auto? Vielleicht ist er der Einzige in der Straße, der wirklich frei ist. Also, überleg mal. Wen in deinem Umfeld hältst du gerade für reich, weil er es zeigt? Und wer ist es vielleicht wirklich, weil er es nicht zeigt? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du die verborgene Seite des Geldes verstehen willst, die dir sonst niemand zeigt, dann abonniere Schattenkonto. Bis zum nächsten Mal.